Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Der Kanal für Musikschüler rund ums Thema Üben. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Interviewreihe Im Gespräch mit. Und heute mit dem jungen Pianisten Maximilian Scheirer. Maximilian Scheirer ist trotz seiner jungen Jahre schon ein hochgelobter Künstler von Presse und von Kritikern und hat von Steinway & Sons den Titel Young Steinway Artist verliehen bekommen. Er hat viele Preise schon erhalten, zum Beispiel vom BR, dem BR Klassik Sonderpreis. Er wurde bei Braunschweig Klassik ausgezeichnet, hat bei Jugend musiziert, beim Bundeswettbewerb Höchstpreise, Höchstpunktzahl bekommen, Förderpreise von der Sparkasse, Stipendium von der Deutschen Stiftung Musikleben und von anderen Stiftungen. Beim internationalen Wettbewerb Rosario Maggiano Piano Competition in Wien hat er den ersten Preis gekriegt und noch bei vielen anderen. Also eine unglaublich lange Liste von Preisen und Auszeichnungen, die er schon erhalten hat. Er beschäftigt sich mit dem Repertoire vom Barock bis ins 21. Jahrhundert. Er konzertiert weltweit, er hat auch schon bei den Salzburger Festspielen und beim Luzern Festival gespielt und er hat auch schon für den ehemaligen Bundespräsidenten Gauck spielen dürfen, was eine besondere Ehre natürlich ist. Mit 12 Jahren hat er sein Konzertdebüt, sein Orchesterdebüt mit dem Stuttgarter Kammerorchester gegeben und 2014 sein Debüt in New York an der Carnegie Hall. Zurzeit studiert er noch, ja, er ist Student. Und er macht bald seinen Masterabschluss an der Stuttgarter Musikhochschule bei Professor Michael Hauber. Er hat aber in Stuttgart auch schon sein eigenes Festival gegründet, Zukunftsklang. Und bald in wenigen Wochen kommt seine Debüt-CD raus mit dem Geiger Philipp Jonas, die heißt Clair de Lune. Also da sind wir total gespannt drauf und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich habe nämlich über sein Üben ausgefragt, über seine Überoutine und er hat so viele tolle Übetipps verraten. Also schaut bis zum Ende und verpasst nichts, weil von Maximilian könnt ihr unglaublich viel lernen. Hallo Maximilian! Hallo! Schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Ich freue mich sehr, wieder einen Pianisten hier zu haben auf meinem YouTube-Kanal und dich übers Üben auszufragen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja schon ein bisschen auf deinem Instagram-Kanal gestöbert und du bist ja wirklich unglaublich fleißig und du teilst ja sehr viel von deinem Üben. Also gleich vorneweg, wer neugierig ist, wie so ein toller Konzertpianist, ein toller Yoga-Konzertpianist übt, schaut doch mal vorbei. Also ich finde es wirklich spannend, einfach bei dir kann man die Schlüssel auch wirklich durchschauen, wie du übst. Aber hast du das auch schon als Kleiner gewusst? Hast du gerne geübt? Wusstest du, wie man gut übt? Ja, das kam bei mir eigentlich relativ lustig. Und zwar, das kam über meinen damaligen Nachbar, der ist 6 Jahre älter als ich. Und der hat so eine H0 Märklin-Eisenbahn gehabt zum Spielen und eben auch ein Klavier. Und ich wollte dann immer sagen, dass ich eben keine Lust habe zu spielen und wollte halt dann Klavier spielen. Und habe ich mir dann immer ans Klavier gesetzt, habe dann geübt quasi als 2-jähriges kleines Kind. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich habe dann im Kindergarten, habe ich dann auch irgendwie mit der Kindergärtnerin ständig über das Klavier geredet. Und die hat dann meine kleinen Proteste quasi gegenüber meinen Eltern, dass ich doch unbedingt ein Klavier möchte, dann unterstützt und hat Gott sei Dank, muss man sagen, das musikalische Talent, wenn man so will, dann erkannt. Und so kam es dann, dass ich zu meinem 3. Geburtstag mein Klavier bekommen habe. Sehr früh schon. Also wirklich sehr früh. Das ist sehr interessiert. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern das unterstützt haben, weil es ist ja schon auch nicht normal, wenn so ein 2-jähriges kleines Kind sagt, ich will jetzt ein Klavier, dann ist nicht normalerweise ein Klavier da. Ja. Aber die haben das offensichtlich auch erkannt, dass ich da dafür brenne und dass ich das unbedingt machen will und haben mich da dann unterstützt, netterweise. Und so ging das dann im Prinzip los. Ich hatte erstmal keinen Unterricht, weil 3 Jahre ist ja auch sehr früh und da hat man dann irgendwie keinen Lehrer gefunden. Mit 4,5 hatte ich dann irgendwann Unterricht, habe aber die ganze Zeit für mich alleine dann gespielt, wirklich jeden Tag und auch für das Alter wirklich auch lange. Ich kann jetzt keine Zeit sagen, wie lang, das kann ich mich ja nicht mehr erinnern, aber wirklich lange und gern. Und dann mit 4,5, wie gesagt, habe ich dann meine erste Lehrerin gehabt und das war dann so ein spielerisches Lernen, was man gemacht hat.
viel mit Improvisieren, viel so Zwergengeschichten hat sie das damals genannt. Dann hat man so Zwergengeschichten improvisiert in verschiedenen Charakteren. Das war wahnsinnig hilfreich jetzt so rückblickend für Kreativität und auch ja Vorstellung für Klang, sage ich mal, und für Charaktere. Aber damals hat es mir gar nicht gereicht. Also ich wollte auf jeden Fall wirklich Stücke spielen und Noten lesen lernen, was ich zum Beispiel damals auch gar nicht gemacht hatte bei der Lehrerin. Okay. Das war wirklich alles so spielerisch quasi. Nach Gehör sehr viel, einfach nachspielen, Vorspielen, nachspielen. Genau. Und dann bin ich auch relativ, bitte was? Zu Hause, was hast du dann geübt, wenn du keine Noten lesen konntest? Also ich habe tatsächlich viel von Gehör gespielt, habe dann auch wirklich so kleine Stückchen quasi von Gehör gespielt und es ging auch ziemlich gut eigentlich. Und dann halt viel in diesem Stil improvisiert. Also ich habe mir dann, keine Ahnung, habe dann gesagt, Mama, setz dich dazu. Und dann habe ich ihr irgendwelche Geschichten erzählt und dazu halt gespielt zum Beispiel. Sowas habe ich viel gemacht. Aber wie gesagt, das hat mir schnell nicht gereicht und ich wollte wirklich richtig spielen quasi. Und bin dann auch gewechselt zu einem anderen Lehrer. Und da ging es dann quasi los mit Stücken lernen. Hab dann auch, war dann kurz mal enttäuscht, weil ich die Alla-Turca-Sonate dürfte ich nicht nach Gehör spielen, sondern da hieß es, ich muss erst Noten lesen lernen. Aber tatsächlich, es hat recht gut funktioniert mit nach Gehör spielen. Also es ging wirklich in richtige Sonaten auch dann mit rein, in Mozart und so. Und ja, so kam ich dann zum Notenlesen lernen. Irgendwann bin ich dann an die Musikschule in Stuttgart dann gewechselt, um einfach noch mehr Unterricht zu haben. Und die hatten auch so eine studienvorbereitende Klasse, wo ich dann irgendwann im Laufe der Zeit reinkam, um dann auch Konzerte zu spielen, quasi öffentliche Konzerte zu spielen. Weil das ist ja bei privaten Lehrern ja auch immer schwierig. So gibt es ja außer Schülervorspiele, gibt es ja da selten die Gelegenheit. Ist ja einfach so, ist ja auch wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu organisieren. Also ich habe ein paar Hauskonzertchen gespielt oder auch, wie gesagt, Schülervorspiele zum Beispiel. Aber ich wollte halt unbedingt Konzerte spielen. Und das habe ich dann mit so 7 oder 8 zum Beispiel, um den Dreh habe ich, glaube ich, mein erstes öffentliches Konzert gespielt. Und dann hat es alles quasi seinen Lauf genommen. Ja. Sehr schön. Ja, das ist interessant, einfach so die Wege von jedem auch zu erfahren und einfach die Anfänge dann auch zu lernen. Aber schön, dass deine Eltern das auch wirklich dann unterstütst haben. Wie war das denn für dich? Ich frage dich, weil ein paar Interviewpartner, die ich hatte, sind schon etwas älter und die haben gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber du bist ja noch ein ganz junger Pianist. Deshalb vielleicht erinnerst du dich an die Phase einfach zwischen 12 und 16, 17 so. Wie war das für dich mit Ablenkung und auch mit der Schule, mit dem Instrument? Weil also die Interviews sind vor allem auch zur Motivation und Inspiration für Schüler. Und viele sagen immer, okay, ich bin müde von der Schule oder es ist so viel, ich habe dann fast gar keine Zeit. Also gar nicht mal, dass sie keine Lust aufs Instrument haben. Aber die Schule ist natürlich ein großer Zeitfresser. Ja. Wie war das bei dir? Ja, war definitiv auch schwierig. Also das war auch wirklich nicht leicht, auch mit den Schulen an sich, weil bei mir kam jetzt noch dazu, dass ich dann irgendwann so mit 12, 13, 14 wirklich dann auch einige Konzerte gespielt hatte für ein Schülerdasein, würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Und konnte dann halt auch einfach, wenn ich am Tag davor ein Konzert spiele und am Tag danach eine Klassenarbeit schreiben muss, das ging halt auch irgendwann dann nicht. Und das haben viele Lehrer und auch die Schüler haben es nicht verstanden. Und da war ich auch wirklich, das war schwierig. Ich habe jetzt auch dann 3-mal die Schule gewechselt und bis zu meinem Abi. Und bei meinem Abi habe ich dann das Glück gehabt, ich war dann auf einem Sportgymnasium. Das ist natürlich als Musiker nicht ganz passend, aber das Verständnis war auf jeden Fall da für die außerschulischen Leistungen. Deswegen bin ich da auch hingewechselt. Wir hatten zum Beispiel auch Spieler vom VfB Stuttgart, die dann bei uns in der Schule waren. Und wenn die eben ein Turnier gespielt haben oder ein Spiel gespielt haben, habe ich ein Konzert gespielt oder einen Wettbewerb gespielt. Oder wenn sie irgendwelche Trainingslager haben, dann war das bei mir ein Meisterkurs zum Beispiel. Einfach dieses Gespür, dass man nicht am Tag davor oder am Tag danach jetzt eine Klassenarbeit schreiben kann oder sogar auch am gleichen Tag. Theoretisch kam ja auch durchaus vor. Das war schon sehr schwierig und da hilft wirklich einfach nur Zeitmanagement
eigentlich, dass man sich wirklich einteilt, was bis wann geschafft werden muss. Gerade wenn man jetzt irgendwas vorbereiten muss zum Beispiel, dass man sich wirklich einen Plan schreibt, wann ja, was passieren muss. Sowohl halt fürs Lernen und für die Schule, was ich auch ein bisschen schleifen lassen hatte. Und natürlich aber auch fürs Klavierspielen oder fürs Instrument. Dann hilft natürlich, wenn man, je mehr Freude man daran hat, desto besser ist es. Natürlich. Und je mehr Unterstützung auch da ist, desto besser ist es. Also ist vielleicht oftmals auch nervig, aber so diesen kleinen Tritt, dass man doch, wenn man jetzt mal gar keine Lust hat, entweder von Lehrerseite oder von Elternseite oder auch Inspiration von Freunden, wenn man sieht, okay, der und der hat jetzt das und das gemacht, gar nicht mal so aus Neidaspekten, ich will das auch haben, sondern aus Motivationsaspekten, ich will das auch haben. Und das finde ich, das hat mir sehr viel geholfen, einfach weiterzumachen. Und klar, man muss halt leider auch auf viel verzichten. Das ist ganz klar, je nachdem, wie ambitioniert man das Ganze betreibt. Das ist ganz klar. Aber ich denke, man kann schon auch eine halbwegs gesunde Balance finden zwischen, man macht, worauf man Lust hat als Hobby quasi, und dem Instrument spielen und der Schule. Ja, also ist es, glaube ich, sicher wichtig, das richtige Umfeld für sich zu finden. Und es gibt da nicht richtig oder falsch, da muss man einfach für sich entdecken, eben wie du auch sagst, wie intensiv man das machen möchte in dem Alter. Okay, möchte ich das beruflich versuchen? Das ist meine Vorstellung. Dann natürlich ist die Schule wichtig, dass es Verständnis einfach dafür da ist, für die Zeit. Und ich kann es mir gut vorstellen, weil ein Instrument so intensiv zu üben und auch einfach zu lernen, ist ähnlich wie der Sport. Also wir müssen genauso viel Zeit investieren. Und auch am Wochenende eben, dann ist kein Wochenende, das ist dem Klavier oder der Geige ist es egal. Sonntag, wenn dann am Montag ein Konzert ist, dann wird geübt. Aber wenn die Freude da ist, dann ist es auch nicht wirklich Arbeit. Es gibt sicher auch Tage, wo man müde ist. Und da ist sicher die Motivation oder das Pushen von den Eltern ganz hilfreich manchmal. Ja. Und ja, es hat ja auch erst jetzt angefangen in den letzten Jahren so viel mit Social Media, was auch eine große, große Ablenkung ist. Das stimmt, ja. Wie machst du das beim Üben? Du filmst dich ja beim Üben. Legst du dann das Handy weg oder wie schaffst du es, dass du nicht abgelenkt bist und konzentriert bleibst? Ja, ich muss sagen, lustigerweise, auch wenn ich sehr aktiv bin auf Instagram, ich teile eigentlich so privat, habe ich gar kein Teilungsbedürfnis. Also so ein privates Bild von mir, das habe ich sehr wenig Bedürfnis irgendwo zu teilen. Oder wenn ich jetzt mit Freunden irgendwas wirklich Privates mache, dann habe ich da auch kein Bedürfnis, das zu teilen. Und deswegen ich mache das rein aus Klavierspielersicht, sagen wir es mal so. Und deswegen, ich übe für mich. Und wenn ich jetzt mal kurz eine 5 Minuten Kopfauslüftungspause brauche, nimmt man das Handy und filmt kurz mal mit, was man gemacht hat, oder einem fällt ein, okay, jetzt zum Beispiel meine linke Hand muss ich definitiv mehr üben. Dann nimmt man das Handy raus und spielt dann kurz irgendwas mit der linken Hand und sagt, ja, übt mal die linke Hand. Das ist irgendwie nicht so die Ablenkung mit, ich habe jetzt keine Lust, das zu üben, ich könnte jetzt mein Handy rausholen. Das passiert auch, definitiv. Ich meine, da bin ich auch nicht frei von Schuld. Aber Großteil der Zeit ist es nicht so. Also ich lege schon mein Handy meistens irgendwo weg, also schon griffbereit, falls jetzt irgendwas Wichtiges ist, aber mache jetzt nicht in Flugmodus, wie auch einige machen. Aber ich versuche schon nicht die ganze Zeit eben drauf zu schauen. Und gerade am Ende von der Übesession zum Beispiel, wo man eigentlich wenig produktiv nur noch ist, da kann man dann das ein oder andere Spielchen machen, mit irgendwas aufnehmen zum Beispiel. Oder gar nicht mal nur als Spielchen sich zu betiteln, sondern einfach auch wirklich das Lernen abzuliefern. Also es klingt zwar wirklich dumm eigentlich aus professioneller Sicht, dass man quasi auf Instagram irgendwas abliefert, aber es hat mir schon wahnsinnig viel geholfen, dass man diese 60 Sekunden zum Beispiel wirklich einfach perfekt spielen muss, in Anführungsstrichen, und das halt regelmäßig im Idealfall. Und teilweise ja eben auch nicht fertige Stücke präsentiert, sondern eben auch den Entwicklungsprozess, aber den ja trotzdem so gut wie es geht eben zeigen möchte. Und das hat mir viel geholfen bei richtigen Aufnahmen zum Beispiel, dass man einfach diese Konzentration langfristig auch einfach hat, dass man einfach schon dieses
Training, ich muss jetzt das und das so gut wie es geht, so schnell wie es geht, abliefern. Das, finde ich, hat mir sehr viel geholfen damit. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das Handy oder die Technik, die wir im Moment haben, ist eine unglaubliche Hilfe. Und anstatt das zu verteufeln und sagen, nein, gar nicht und wir nutzen das gar nicht, bin ich auch deiner Meinung, dass wir das Gute dafür nutzen können. Und Richtig. ich glaube, für dich ist dein Instagram auch sicher interessant, einfach wie so ein Tagebuch zu sehen, mal zurückzuschauen. Was habe ich denn vor 2 Monaten gemacht, als ich mit dem Stück angefangen habe? Wie klingt es jetzt? Und also ich rate das auch meinen Schülern und ich denke, das macht man auch vielleicht zu wenig, weil man Angst hat, oh, ich will mir selber nicht zuhören oder das ist, man muss den ersten Schritt da sich überwinden am Anfang und dann wird es auch immer, man fühlt sich immer wohler mit dem Aufnehmen und das ist sicher eine gute Vorbereitung dann auch für Prüfungen oder fürs Vorspiel, weil man weiß, ich habe das ja schon 4, 5 Mal aufgenommen, das hat immer geklappt, dann schaffe ich es dann auch. Und ich denke, das können wir, dafür ist es ja fantastisch. Wir haben alle ein Handy, es ist so simpel, aufstellen, kurz filmen und dann eben am Ende von der Übesession, glaube ich, ist es ein guter Tipp für die Schüler, einfach mal eine Minute sich aufzunehmen und dann auch dem Lehrer jetzt zu schicken, während einem Online-Unterricht oder einfach mal einer Freundin oder für sich selber einfach zu dokumentieren. Nee, ich finde das auch wirklich sinnvoll und gerade wenn man es jetzt zum Beispiel teilt, am Anfang hatte ich natürlich schon meine Bedenken jetzt aus professioneller Sicht, so wenn ich jetzt was nicht Fertiges, was ich jetzt vielleicht am gleichen Tag erst angefangen habe, irgendwie zeige, dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn man das jetzt irgendwie nicht richtig betitelt, ja, der spielt nicht so gut jetzt aus professioneller Sicht zum Beispiel, wenn das jetzt irgendeine Agentur oder ein Veranstalter irgendwie sieht. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, wenn man das ja so ein Prozess ja quasi, wie du sagst, Übetagebuch quasi in Anführungsstrichen halt führt, dann sieht man ja auch den Prozess. Ja. Und wenn man das jetzt auch noch, wenn man sich ganz sicher fühlen möchte und dann im Text dann noch irgendwie reinschreibt, so Tag 1 von weiß ich was, dann ist man ja voll auf der sicheren Seite. Und dann gibt es eigentlich auch wirklich keine Verurteilung über, wie das Ergebnis jetzt ist. Und im Prinzip ist das Einzige, was man ja möchte, das bestmögliche Ergebnis für sich. Und ich finde, da gibt es eigentlich dann gar keine Rechenschaft schuldig zu irgendjemand, egal ob es jetzt aus professioneller Sicht ist oder ob es jetzt jemand anderes ist, der auch Klavier spielt, jetzt zum Beispiel, der spielt das Stück so viel besser, ist ja völlig egal, weil jeder hat andere Ambitionen, jeder ist an einem anderen Punkt in seinem Klavierspielweg und natürlich auch in dem Übeweg von dem Stück. Also ich finde, wenn man wirklich sich auf der sicheren Seite wissen möchte und Tag 1 oder ich habe das gerade angefangen oder wie auch immer, dann ist man ja wirklich frei von irgendeiner Verurteilung, meiner Meinung nach. Mach auf alle Fälle weiter. Ich finde das super und ich glaube, das motiviert ganz, ganz viele, einfach sich zu getrauen oder sich selber zu filmen. Und ich finde es toll, weil es überwindet auch ein bisschen so die Barriere, dass Schüler dann ins Konzert gehen und denken, oh, der spielt so perfekt, das schaffe ich nie. Nein, auch Maximilian fängt von 0 an. Und der Tag 1 klingt auch nicht so, wie es dann im Konzert. Und ich glaube, das ist schön, dass man das jetzt sehen kann, dass wir in einer Zeit sind, dass du das auch teilst, dass viele das auch teilen. Zum Beispiel auch Hilary Hahn teilt ja unter dem Hashtag 100 Days of Practice, was ich fantastisch finde, weil wir kennen Hilary Hahn von der Bühne, von den CD-Aufnahmen, wir denken so, wow, die spielt so toll. Und dann zeigt sie wirklich gestern auch 11 Uhr abends, total müde, klang gar nicht so toll. Ja, weil Üben ist ein Weg, wie du gesagt hast, ganz schön und deshalb auf alle Fälle mach weiter. Ich glaube, das ist eine große Inspiration und Motivation für viele. Also danke dir für deinen Mut, dass du das gestartet hast. Hast du trotz allem irgendwie so eine regelmäßige Überroutine oder sagst du, ich will jeden Tag es ein bisschen anders gestalten? Schwierige Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, mein Tag sieht genau so aus. Ich meine, es gibt schon natürlich ein bisschen eine Routine, was man immer macht. Also jetzt Einspielen zum Beispiel habe ich für mich, muss ich ehrlich gestehen, auch in letzter Zeit erst entdeckt, dass es wirklich wichtig ist. Also so seit einem Jahr mache ich das wirklich regelmäßig jeden Tag und auch gescheit. Und da habe ich mir alles überlegt, jetzt zum Beispiel, ich fange immer mit irgendwie Warm-up an, dass meine Finger ein bisschen warm werden, dann kommen irgendwann Tonleitern und dann zu dem technischen Aspekt, ich nehme dann immer pro Woche 2, 3 technische Probleme in Anführungsstrichen, die ich jetzt verbessern möchte.
jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Oktaven, dann übe ich ein bisschen Oktaven, dann Rotationen, übe ich ein bisschen Rotationen und so weiter. Und das mache ich immer eine Woche lang, jeden Tag vor dem Üben. Nächste Woche ist es dann was anderes, da sind es dann vielleicht Triller oder Repetition oder weiß was ich was. Das heißt, da ist auch schon dann quasi ein bisschen bunt gemischt drin und es wird auch nicht so schnell langweilig. Und da verbessert man sich erstens in der Technik, zweitens ist man schön eingespielt und erst dann gehe ich wirklich ans Üben. Und bei großem Repertoire mache ich mir mittlerweile auch einen Übeplan, weil man auch einfach relativ schnell einfach den Überblick über das Ganze einfach verliert. Und wenn man immer anfängt mit der ersten Satz der Sonate und dann immer zum Schluss, wenn man schon müde ist, seine Chopin-Etüde rauspackt, das ist wenig produktiv in meinen Augen. Deswegen jetzt gerade übe ich ja zum Beispiel Schumann-Klavierkonzert und da mache ich es zum Beispiel so, heute fange ich mit dem ersten Satz an und gehe nach hinten und morgen fange ich mit dem dritten Satz an und gehe nach vorne. Wenn ich ganz verrückt bin, dann kann ich auch zum Beispiel im dritten Satz mit dem Ende anfangen, mit der Coda und mich so dann auch noch im dritten Satz von hinten nach vorne arbeiten. Weil gerade bei den ersten und dritten Sätzen ist es ja oft so, die sind technisch sehr anspruchsvoll, die sind lang, da gibt's viel zu üben, viel zu überblicken. Und wenn man immer von vorne anfängt, ist der Anfang super, was auch gut ist. Aber die Konzentration und auch die Kraft ist dann im Ende des Stücks irgendwie ab der Reprise, ist es bei mir dann meist so, ist meine Konzentration dann irgendwann weg. Und dann ist natürlich auch das Übeergebnis einfach nicht das, was ich will. Und das kann man perfekt umgehen, indem man einfach von hinten nach vorne auch ab und zu übt. Und ja, das ein bisschen mischt quasi. Ja, super. Aber so eine richtige Routine, so und so hat's abzulaufen, das habe ich nicht. Ja, klar, weil dadurch die Abwechslung wird es dann auch nicht langweilig und monoton. Und Eben, ja. du hast immer Freude, was Neues zu entdecken. Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Aber ich finde es super, dass du das noch mehr erwähnt hast, wirklich, dass du dir wirklich Zeit nimmst für ein Warm-up und nicht aus dem Kaltstart loslegst, weil gerade so wie Schumann-Konzert, es ist für die Muskeln auch nicht gut, wie die Sportler auch, was auf dem Sportgymnasium, die müssen sich auch aufwärmen und um einfach da Verletzungen vorzubeugen, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn man keine Lust hat, dann lieber ein bisschen kürzer, aber es trotzdem immer machen und ja, das ist sehr, sehr gut. Du hast gesagt, du machst den Übeplan. Schreibst du dir das auf oder machst du das im Kopf? Teils, teils. Also jetzt wirklich bei großem Repertoire, da schreibe ich es mir schon auf tatsächlich, weil wie gesagt, sonst verliere ich irgendwann persönlich zumindest den Überblick. Keine Ahnung, so ein Soloabend mit 80 Minuten, da kann man einfach nicht wissen, wann man jetzt was zuletzt geübt hat, weil es ist einfach zumindest für mich faktisch unmöglich, dass ich an einem Tag das ganze Repertoire übe, weil dann komme ich gar nicht in das Detail, das ich brauche und das ich will für die einzelnen Stücke, sondern spiele quasi nur durch und nur durch. Und das ist auch gut. Solche Tage gibt es auch definitiv. Man muss auch einfach mal testen, wie es im Kontext für das Ganze im ausschaut. Aber für den eigentlichen Übetag, da geht es nicht. Da greift man sich irgendwie vielleicht, lass mich nicht lügen, effektiv 30 Minuten raus, dass man über den Tag üben kann. Und das heißt, man braucht ja schon mal 2,5 Tage, um das ganze Programm dann zu üben, wenn man 30 Minuten am Tag schafft. Ja. Und dafür ist es halt wichtig, weil ich weiß nicht, was ich vor 2,5 Tagen gemacht habe, dass man eben so einen Plan quasi macht. Und was mir auch ganz gut hilft, das habe ich auch jetzt im Oktober tatsächlich vor meiner CD-Aufnahme angefangen aufzuschreiben. Jetzt zum Beispiel im ersten Satz, Takt 1 ist schlecht. Ich kann mir meistens merken, was in Takt 1 dann passiert. Aber deswegen, ich brauche da nicht aufschreiben, hier Rotation in der rechten Hand oder sowas, das schreibe ich mir dann nicht auf. Aber ich schreibe mir Takt 1 auf und dann geht's weiter, schaue ich in Noten, ja, Takt 50 ist schlecht, dann schreibe ich mir noch Takt 50 folgende zum Beispiel auf. Und dann ist es so, um eine Effektivität zum Beispiel ins Üben reinzubringen, gerade bei großem Repertoire, dann spielt man Sachen, die gut sind, die spielt man einfach, böse gesagt, nur einmal durch, damit man auch sieht, okay, klappt noch. Oder übt an kleinen Stellen, die jetzt mal kurz irgendwie ein kleiner Unfall passiert ist. Aber in das wirkliche Detail und die wirkliche Arbeit, die ist dann, wenn ich auf der Liste sehe, Takt 50 ist was schiefgelaufen, dann mache ich die ersten 49 Takte relativ im flotten Durchgang und dann bleibe ich auf Takt 50. Danke, dass du das sagst. Oh, das ist so wichtig, weil da muss man auch das lernen, dass man die Übezeit dafür investiert, was nicht gut läuft und nicht das ist das Wichtigste.
um sich selber gut zu tun. Ach ja, das klingt schön. Ja, aber es ist Durchspielen und Üben sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, wenn man das entdeckt hat und verstanden hat, dann entdeckt man wirklich, was man kann am Instrument. Und wirklich, ja. Ja, sag ruhig weiter. Und vielen, vielen Dank, dass du das entdeckt hast. Die Schüler sonst immer huschen über diesen Takt, der nicht funktioniert, immer drüber. Beim nächsten Mal. Nein, ja. Wenn es zu Hause nicht klappt, klappt es im Vorspiel, im Unterricht auch sicher nicht. Richtig. Nee, aber das finde ich gerade auch mit diesem Übeplan, dass man zum Beispiel Takt 50 das jetzt aufschreibt, dann hat man ja die Freude 49 Takte lang. Und dann kann man sich die paar Takte um Takt 50 eben auch bös gesagt, erbarmen, das mal kurz zu üben, weil man hat ja dann auch wieder die nächsten Takte dann quasi Freude beim Spielen und so. Das ist quasi diese bunte Gestaltung, die ich halt in meinem Üben auch suche, weil sonst wird es einfach monoton, wenn man jeden Tag stundenlang das Gleiche macht. Weil klar, es macht schon sehr viel Spaß, Klavier zu spielen, aber letztendlich ist es ja auch ein Fulltime-Job, wenn man das jetzt macht, und da ist man einfach auch einige Stunden an seinem Tag damit beschäftigt, so wie wenn jemand anderes ins Büro gehen würde, und nicht die ganze Zeit macht Spaß. Das ist definitiv, ist einfach so. Und deswegen muss man es irgendwie schauen, dass zumindest der Großteil daran Spaß macht, dass man eben auch je nach Ambition einfach dranbleiben will. Und diese Liste mit meinem Übeplan, ich werde jetzt nicht jeden Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen auch wieder den ersten Satz übe, werde ich das jetzt nicht aktualisieren. Das werde ich nach ein paar Tagen, keine Ahnung, wenn ich es 3-4 Mal geübt habe, dann kann ich schauen und sagen, Takt 50 ist jetzt gut, dann kommt der von der Liste weg, und Takt 100 ist noch schlecht, dann bleibt Takt 100 drauf zum Beispiel. Aber ich finde es auch eine Zeitverschwendung, wenn man jetzt wirklich jeden Tag das quasi neu macht zum Beispiel. Ja, also ich finde es super, und ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe ja für die Musikschüler so ein Übetagebuch auch entworfen, was ein bisschen bunter gestaltet ist, damit es auch ansprechend ist. Und genau das ich eben denen mitgeben möchte und auch für meine Schüler eben damals entwickelt habe, weil ich gemerkt habe, das hilft wirklich. Gar nicht mal einen Roman zu schreiben, die sollen nicht mehr schreiben als üben, also also wirklich nur in 1-2 Minuten Stichpunkte aufzuschreiben. Aber ich fand es so toll, was du vorhin gesagt hast, deshalb möchte ich es nochmal wiederholen, falls es nicht hängen geblieben ist, dass du dir für die Woche wirklich so 2-3 Themen aussuchst, stoppst, 2-3 Übungen und sagst, okay, diese Woche konzentriere ich mich auf das und dann gehe ich weiter, und auch nicht das Gefühl, man schafft nicht alles auf einmal, muss man auch nicht. Schritt für Schritt, und dann nimmt man das Musikstück und merkt, okay, im Moment habe ich mehr Probleme mit Oktaven. Dann widme ich mich den Oktaven. Ich mache auch Tonleitern, aber intensiver, und dann sind was anderes, und auch nicht das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt nicht alles geschafft habe, dann... Das ist gerade oft bei den Mädchen, so 16, 17, wenn sie so, ich muss alles an einem Tag. Nein, funktioniert nicht. Und eben da kann das Aufschreiben sich helfen, dass man aber auch merkt, nach 3 Wochen, oh, ich habe jetzt schon lange nicht mehr Terzen angeschaut oder für Geigen oder schnelle Läufe. Dass man auch da sich ein bisschen kontrollieren kann. Und dafür ist es, glaube ich, sicher gut, sich in Stichpunkten einfach das aufzuschreiben und zu notieren. Weil es ist noch so viel anderes mit Schule und Sack und bei dir mit Studium. Man vergisst, was man vor einem Monat geübt hat oder auf jeden Fall entdeckt hat beim Üben. Auf jeden Fall. Nee, was ich auch ganz cool finde als Vorschlag, ich habe früher von einem meiner Lehrer mal die Aufgabe bekommen, mich in Rotationen, also Oktaven so gebrochen zu spielen. Und der hat mir dann aufgegeben, die Sonate von Beethoven Opus 2 Nummer 3, was voll viel mit Rotation zum Beispiel ist, halt nur diese Teile für Rotationen zu üben. Ich habe die Sonate gar nicht gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir diese Stellen rausgegriffen, wo eben hauptsächlich Rotationen vorkommen. Und dann ist es natürlich böse fürs Stück, dass man das jetzt als Übung quasi macht. Aber es ist für sich persönlich zum Beispiel einfach eine coolere Übung, als wenn man jetzt irgendwas wirklich Trockenes macht, was auch einfach wirklich ehrlich gesagt keinen Spaß macht. Das ist einfach, da braucht man viel Disziplin dafür, und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Aber der Spaßfaktor ist sehr gering, auch bei mir. Und deswegen, das finde ich zum Beispiel auch eine coole Sache, dass man einfach ein paar Stellen von dem Stück, das man vielleicht irgendwann mal spielt, aber wo einfach irgendwie eine technische Herausforderung ist wie gesagt am Beispiel von Rotation, dass man sich genau das rausgreift. Das sind vielleicht 2 Zeilen und die übt man einfach. Das ist ein toller Tipp. Vielen, vielen Dank. Eben, weil manche haben einfach vor diesen Technikheften, und da gibt es ja für Geige
Massen an Technikheften. Wenn Tausende. man dann einfach zeitenweise nur schwarze Töne sieht, denkt man, oh Gott, und jetzt? Das ist vielleicht ein super Weg für viele, einfach aus einem Stück, was man vielleicht noch nicht ganz spielen kann, aber gerne spielen möchte, und sagt, okay, ich übe diese eine Stelle technisch und ja, danke. Übst du auch ohne Instrument? Hast du da ein paar Wege für dich gefunden? Oder Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht einer, der sich jetzt irgendwie in seinen Sessel sitzt und jetzt die Noten liest und daraus sehr viel entdeckt. Da mache ich auch ab und zu, aber da ist mein Entdeckungspotenzial nicht ganz ausgeschöpft. Bis jetzt will ich auf jeden Fall verbessern. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir auch. Gibt auch einige Pianisten, die auch im Flugzeug einfach, ohne jemals dieses Stück gespielt zu haben, im Flugzeug das Stück lernen, auswendig spielen und dann abends, wenn sie in irgendeinem Konzertsaal angekommen sind, das dann spielen. Zu denen zähle ich nicht. Und das werde ich auch wahrscheinlich nie tun. Aber ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, dass man auch ohne Instrument einfach seine Vorstellungskraft so schulen kann, dass man das theoretisch kann. Was ich gerne mache, ist, ich höre viele Aufnahmen an von dem Stück. An verschiedenen Aspekten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Stück ist, dann höre ich es mir erstmal an, damit ich die groben Verläufe einfach im Ohr habe, mit Noten natürlich davor, die groben Verläufe im Ohr habe, wo was passiert. Gar nicht jetzt mal im Sinne von Interpretation, wo will ich jetzt was machen, sondern einfach nur, damit man das Stück mal ins Ohr kriegt. Und wenn ich das Stück dann schon selber ein bisschen spielen kann und mein eigenes Bild vor allem auch draus gemacht hat über Interpretation, dann kann man natürlich auch viele Aufnahmen anhören, um Inspiration zu bekommen, was man dann selber spielen möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, hier würde man eigentlich laut spielen, aber Person X spielt jetzt da plötzlich leise, finde ich eigentlich schön, dann baut man das vielleicht auch in einer gewissen Form ein, zum Beispiel, oder lässt sich inspirieren, dass man eben auch das machen kann. Und gerade mit solchen Sachen ist es ja auch eine gewisse Form von interpretatorischem Repertoire, das man sich aneignet, dass man quasi so wie Vokabeln eine Liste hat, bei Stelle X kann ich das und das machen. Und dann hat man 5 verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Und dann kann man selber seinen eigenen Geschmack quasi schulen. Also wie gesagt, hören tue ich ganz gern. Dann so Hintergrundwissen für den Komponist, für die Zeit, für was auch um das Stück passiert ist, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Einfach um gerade mit diesem interpretatorischen Aspekt zu verstehen, aus welcher Zeit kommt das Stück, was ist mit dem Komponisten passiert, war er jetzt am Hofe angestellt oder war es jetzt wie Bach zum Beispiel hauptsächlich geistliche Musik oder war er jetzt freischaffender Künstler, was ja zu einer gewissen Zeit auch wahnsinnig revolutionär war, mit Beethoven zum Beispiel, dass man jetzt eben nicht nur fest am Hofe angestellt war und dass man einfach versteht, oder wenn Kriege irgendwie in der Stadt waren und dass man quasi daraus sein Bild macht, was der Komponist sagen wollte eventuell, aber eben auch so eine gewisse, man sagt es immer so trocken, historische Aufführungspraxis, ein wahnsinnig schönes Wort, aber nein, Spaß beiseite, dass man eben versteht, was zu der Zeit möglich war, weil bei uns jetzt zum Beispiel mit dem Klavier, wir hatten früher das Cembalo oder auch den Hammerflügel, da hast du ganz andere Möglichkeiten gehabt, als du heute hast, teilweise besser, teilweise aber auch viel schlechter und dass man eben eine Vorstellung für sich entwickelt, wie es damals auf dem Instrument geklungen hat und selber adaptieren kann. Ja, danke. Also das sind sicher das Hören und die Musikgeschichte einfach sind gute Grundlagen. Und weil du auch gesagt hast, du hast ja spät eigentlich erst mit Noten lernen, lesen angefangen. Trotzdem hast du sicher auch noch zusätzliche Fächer dann später gelernt, die beim Klavier dir geholfen haben. Also nicht nur das reine Instrumentale. Was waren für dich so Hilfen? Ich war, Gott, wie alt war ich denn da? 13, 14 oder sowas. Gab es mal einen Tag der offenen Tür an der Stuttgarter Musikhochschule. Und weil ich mich viel mit Bach beschäftigt habe, sehr viel mit Bach beschäftigt habe zu der Zeit, war ich einfach so frech und bin in die historische Tasteninstrumente-Abteilung reingelaufen und habe gesagt, ich würde gerne mal einen Unterricht haben. Und der Professor hat mich natürlich dann nicht ganz ernst genommen, ist klar. Dann habe ich aber einmal vorspielen dürfen und dann
hat sich irgendwie doch herausgestellt, dass ich dann ab und zu Privatunterricht tatsächlich bei dem hatte. Und hat auch irgendwann dann vorgeschlagen, ich soll doch mal mich bewerben als Jungstudent. Und das habe ich dann auch gemacht und wurde ich dann auch Jungstudent, glaube ich, mit 14 oder sowas für historische Tasteninstrumente. Das war, glaube ich, der einzige in Deutschland, der sich für sowas interessiert hat, tatsächlich. Aber dadurch hat man eben auch viel Theorieunterricht gehabt, viel Gehörbildungsunterricht gehabt und auch noch mehr Einblicke in Musikgeschichte zum Beispiel. Und dann später habe ich dann auch ein Jungstudium noch in Leipzig für Klavier gemacht. Und auch da halt ab und zu dann Theorieunterricht noch gehabt. Sowas fand ich ganz wichtig und ich habe mich halt auch viel beschäftigt mit Musikwissenschaft und Musikgeschichte und sowas. Gar nicht mal im Hinblick auf, es muss trocken sein. Das klingt so abschreckend, aber einfach nur, um dieses Verständnis zu haben und sich sein eigenes Bild von was formen zu können. Das fand ich immer wichtig. Deswegen, ja. Ja. Das ist auf alle Fälle, es ist mehr noch zum Instrument. Also jeder hat dann natürlich sein Instrument und instrumentenspezifisch, was man üben muss und wie die Übezeit. Aber zur Übezeit oder zur Ausbildung gehören noch so viel mehr Sachen dazu. Und ja, da auch einfach toll, wie hartnäckig einfach du warst und einfach da auch investiert hast. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man eben sich dann nicht nur auf das Instrument einseitig dann fokussiert, sondern halt dann auch sein Wissen einfach ein bisschen ausweitet. Und das hilft dann aber auch nur beim Spielen. Eben, ja. Und das ist sicher eine Sache, die man in dem Alter eben so 13, 14, wenn man sich dafür interessiert, sicher dazu lernen sollte, weil es unglaublich hilft. Und das ist an den Musikschulen manchmal ein bisschen problematisch, weil es nicht überall halt an Theorieunterricht angeboten wird. Aber auch da, wir leben in einem Zeitalter, es gibt so viele tolle Apps, wo man oder Tutorials und so, da kann man zumindest die Anfänge selber dann einfach sich ein bisschen erlernen und beibringen. Und ist ein guter Start auf alle Fälle. Ja, das Schwierigste ist halt, das selbstständig zu machen. Das ist das Schwierigste, weil das braucht viel Wollen und das braucht auch viel Disziplin, das dann wirklich auch zu machen. Aber wie du sagst, es gibt ja auf YouTube gibt's ganz viele Videos, wo man sich irgendwie was anschauen kann. Dann gibt's Apps, dann gibt's irgendwie auch irgendwelche Lerngruppen, wo man sich irgendwie eintragen kann, die auch bestimmt online sind. Also wird es bestimmt geben. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Oder sonst einfach, ich denke, sich eine eigene Gruppe suchen. Also wenn ihr uns jetzt zuhört und denkt, oh, ich würde gerne, aber ich weiß, alleine schaffe ich das nicht, such dir einen Partner. Such dir jemanden oder aus der Klasse, in der du übst, in der lernst oder mit dem Lehrer zusammen, auch den Lehrer mal vorschlagen. Ich glaube, Lehrer fragen. Und da kann man dann auch eine WhatsApp-Gruppe machen zum Beispiel und sich da so austauschen. Also es ist so einfach geworden und wenn man den Wunsch hat, dem nachgehen und nicht nachgeben und sagen, oh nein, es gibt keine Möglichkeit. Es gibt immer einen Weg und danke auch für deine Ehrlichkeit, dass du das zugibst, dass es alleine schwer ist. Weil viele denken, oh, ich schaffe das nicht, ich bin nicht diszipliniert. Nein, es ist einfach, wir Menschen gehen gerne den bequemen Weg. Wir suchen den bequemen Weg. Wir haben Wünsche, wir würden gerne, wir wissen, wir sollten, es würde gut tun und dann tun wir es trotzdem nicht. Und es ist mit allem so. Wir machen Sport besser in der Gruppe oder wenn wir wissen, du übst anders, wenn du ein Konzert hast. Du übst anders, wenn du eine Prüfung hast. Und das ist sicher unabhängig davon. Natürlich, du liebst das Instrument und du hast die Freude. Aber es gibt sicher auch Tage, wo du denkst, okay, heute würde ich lieber, keine Ahnung, rausgehen, mich mit Freunden treffen oder Netflix schauen oder auf Instagram oder keine Ahnung. Und ich übe jetzt trotzdem, weil ich eben mein Ziel habe. Hast du solche Tage? Kennst du das, wo du... Das kenne ich sehr gut. Das gibt es auf jeden Fall. Ich meine, klar, wie du schon sagtest, wenn jetzt irgendwas ansteht, dann habe ich jetzt mittlerweile auch, weil ich es einfach schon sehr oft gemacht habe, einfach eine gewisse Routine entwickelt, dass ich einfach diszipliniert sein kann, wenn ich es muss. Und keine Ahnung, wenn jetzt nicht irgendwas ansteht, dann muss man es irgendwie selber schaffen, sich Ziele zu stecken, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt in einem Vierteljahr 10 Klimmzüge zum Beispiel machen im Sport. So ist es halt auch, ich möchte jetzt in so und so viel Zeit, möchte ich
entweder so weit in dem Stück sein, wenn man kleine Ziele sich steckt, oder auch langfristig gesehen, bis dahin möchte ich das Stück fertig haben, so damit ich damit gut leben kann. Das heißt, es ist nicht nur einfach Noten gelesen, sondern auch beim Klavier zumindest auswendig gelernt und eine schöne Interpretation, sich überlegen, auch mit einer eigenen Meinung, was man möchte in dem Stück zum Beispiel, und dass man sich so Ziele steckt. Man kann es natürlich als Lehrer unterstützen, wenn es jetzt noch irgendwelche Klassenvorspiele zum Beispiel gibt. Die kann ja jetzt auch, gerade mit Corona zum Beispiel, kann es ja auch in einem kleineren Raum zum Beispiel sein, oder wie du ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt hast, man kann auch das dem Lehrer schicken, einfach ein Video. Das finde ich noch schlimmer, als auf Instagram zu posten. Aber, okay. Also das finde ich ganz schlimm. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg, dass man sagt, bis dahin kann ich das. Mhm. Und wenn du das wirklich dann machst, dann wird man das auch dem Lehrer schicken und dann wirst du auch selber damit zufrieden sein. Ja, also ich finde, das sind solche Punkte, wo man sich einfach selber überlegen muss, was motiviert einen. Und wenn gar nichts hilft, dann darf man natürlich auch mal Pause machen. Das ist ganz klar. Ich meine, jeder Tag, wo man sich quält, ist auch nicht so produktiv und macht halt auch einfach keinen Spaß. Und da ist es auch kein Beinbruch, wenn man jetzt mal 1-2 Tage vielleicht mal Pause macht, wenn man eben dann wieder durchstarten kann. Und halt auch diese 1-2 Tage wirklich dann so gestaltet, worauf man wirklich Lust hat und die auch den Kopf irgendwie frei machen. Ist klar, es ist auch mal schön, den ganzen Tag Netflix zu gucken, aber da ist man dann halt auch irgendwie, also ich habe eine Matschbirne danach, dann irgendwie Sport machen, rausgehen, sich mit Freunden treffen, irgendwas Abwechslungsreiches machen, dann kann man auch am nächsten Tag wieder durchstarten. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt in den nächsten kommenden Wochen, Monaten, mal schauen, wie sich die ganze Lage hier bei uns entwickelt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir trotzdem, dass wir zu Hause sind, uns Ziele suchen, egal wie sie sind. Also ich habe das wirklich gemerkt, dass es so Wochen gibt, es geht so hoch und runter mit der Stimmung von meinen Schülern. Und wir haben vor Weihnachten zum Beispiel dann kein Vorspiel mehr machen können. Wir haben eine Zoom-Wichtelstunde gemacht, wo jeder einen Namen dann bekommen hat und dafür auf Zoom ein kleines Beitrag vorbereiten musste. Also es gibt ganz viele Sachen und wir haben eine Vibrato-WhatsApp-Gruppe gegründet, dass die sich gegenseitig schreiben, wann sie die Übungen gemacht haben. Also einfach da, glaube ich, ist total wichtig, dass wir keine Durchhänger bekommen, weil eben Klassenvorspiele leider fehlen und lauter solche Sachen. Und das ist wichtig, also auch sich nicht selber schuldig fühlen, dass man nicht diszipliniert ist, keine Lust hat. Es ist nicht einfach, alleine zu arbeiten. Und ja, es geht dir so, es geht mir auch manchmal so, aber dann trotzdem eben Pausen machen, Ausgleich. Ja. Absolut ganz wichtig. Und dann finde ich toll, dass du es gesagt hast, eben abwechslungsreich gestalten, dass es dir gut, es soll dann wirklich Pause sein und Erholung, dass man hinterher nicht kaputter ist als davor. Das stimmt, ja. Und manchmal ist eine Pause auch beim Üben, auch am Übetag ganz gut. Manchmal bringt es nichts weiterzumachen, wenn man merkt, man hat keine Konzentration mehr. Dann lieber weglegen, was anderes machen und eine Stunde später oder 5 Stunden später wieder das probieren. Also es ist manchmal besser, als durchzuziehen. Aber natürlich, eine gewisse Regelmäßigkeit ist genauso wichtig. Also beides im Verhältnis. Klar, natürlich. Ja. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, ganz, ganz gut für einfach die Motivation so zu stärken und manchmal auch einfach anfangen. Manchmal ist man nicht motiviert. Das ist wie mit dem Sport. Wenn man es macht, dann kommt man in eine Routine rein und dann denkt man auch einfach ab einem gewissen Punkt einfach weniger drüber nach, dass man jetzt theoretisch keine Lust hätte, das zu machen, sondern man ist es halt auch schon gewohnt zu machen. Und das ist klar, natürlich beim Sport ist es eine eintönige Sache, bei Musik ist es Kunst, man muss auch mit seinem Kopf irgendwie da dabei sein, aber letztendlich trotzdem den Anstoß, das zu machen, den bekommt man mit einer gewissen Routine, bekommt man den auch viel einfacher, als wenn man jetzt 5 Tage Pause macht und 2 Tage übt, andersrum 2 Tage Pause, 5 Tage üben, dann ist das auf jeden Fall einfacher. Ja, auch in kleinen Schritten, auch wenn es eben kleine Stücke sind oder kurze Übezeiten, ist das Regelmäßige trotzdem, glaube ich. Auf jeden Fall. Macht man auch einfach mehr Freude, weil man kommt dann auch vorwärts. Das ist auch richtig. Also es ist alles hängt ein bisschen zusammen. Aber also wirklich, wirklich tolle Übetipps, was du da verrätst. Vielen, vielen Dank dafür. Maximilian,
Ich habe ein bisschen gelesen von dir und du machst ja unglaublich viel. Also das ist neben deinem Instagram-Übetagebuch und deinen ganzen Konzerten. Du studierst ja noch, du stehst ja kurz vor dem Abschluss, Masterabschluss. Ich drücke dir die Daumen, dass alles Vielen klappt, dass Dank. du es gut vorbereiten kannst, dass alles gut funktioniert. Viel Erfolg dafür. Ich habe auch gelesen, du hast dein eigenes Festival in Stuttgart, Zukunftsklang, und hoffe auch da, dass es bald wieder möglich ist mit Konzerten. Du hast eine CD erst kürzlich aufgenommen. Wann übst Die du? hoffentlich Und auch bald rauskommt. Ja, also wie gesagt, mit diesem Übeplan, man muss es halt einfach, ja, man muss viel planen. Das ist einfach so, weil für alles hat man nicht Zeit. Das wird immer so sein, egal wer man ist, egal wo man steht. Für alles wird man keine Zeit haben. Deswegen ist es für mich das Wichtigste, man muss irgendwie seine Zeit, die man sich zur Verfügung nehmen möchte, Schrägstrich muss, die muss man eben so optimieren, dass das alles aufgeht. Und deswegen, wie gesagt, sich einen Plan schreiben, welche Stelle noch nicht funktioniert in einem Stück. Auch mal, wie gesagt, wechseln, von hinten nach vorne spielen, nicht nur von vorne nach hinten. Und eben auch mal so Salz in die Wunde streuen und einmal die Stellen rauszugreifen, die halt leider nicht gehen. Und sich halt so ein bisschen ja, ein Repertoire an Übemöglichkeiten, über wie man jetzt eine gewisse Schwierigkeit, die vorliegt, einfach bereinigen kann. Und ich finde, das Wichtigste ist auch mit einem gewissen System zu üben, dass man nicht einfach nur spielt, spielt, spielt. Das macht Spaß, das ist auch schön und es klingt auch toll. Aber dass man ein gewisses System macht. Also was ich zum Beispiel immer mache oder sehr oft mache, ist, ich nehme den guten Freund, das Metronom, zur Hand, rechne mir erstmal aus, was mein Endtempo ist und dann fange ich im halben Tempo an. Also wenn ich jetzt 120 habe, fange ich mit 60 an zu üben, mache jetzt zum Beispiel 2 Seiten, ist doch immer eine gute Sache, die man überblicken kann meistens. Oder auch wenn es schwierig ist, dann nur eine Seite oder die Phrase, wie auch immer, kann man sich freigestalten. Aber 2 Seiten kann ich zum Beispiel meistens gut überblicken. Dann übe ich diese 2 Seiten mit 60, wenn ich ganz verrückt bin, 3-mal. Sowohl einmal beim ersten Mal mit Noten und dann 2-mal auswendig, bisschen Klang suchen noch parallel und man hat einfach auch Zeit, wenn man es halt langsam übt, wirklich nachzudenken, über was man tut. Wenn man das Ganze jetzt beim Klavier auch noch ohne Pedal macht, dann fällt einem noch viel mehr aus und dann steigert man dann. Also jetzt zum Beispiel die langsamen Tempi, die mache ich in kleineren Schritten, also von 60 würde ich dann auf 66 zum Beispiel gehen, dann auf 72 und so weiter. Und je weiter hoch es geht, desto größere Sprünge sind es, also von 100 dann halt auf 110 oder sowas. Da braucht man dann gar diese feinen Abschnitte gar nicht, weil ins Tempo kommt man schnell. Also ob es jetzt 100 oder 120 ist, ist meistens nicht so das Problem. Gibt natürlich auch Stellen, wo es einfach technisch schwierig ist, wo es einfach dann auch schwierig ist, klar. Aber meistens ist es gar nicht so das Problem. Meistens ist es wirklich diese Geduld, wirklich zu suchen, was man will. Und das, finde ich, kann ich auf jeden Fall mit einem langsamen Metronom-Tempo eigentlich sehr gut. Ich persönlich kann es leider nicht ohne Metronom, mich wirklich zu disziplinieren, langsam zu spielen. Deswegen muss ich das mit Metronom machen. Aber es gibt sicher auch Leute, die das einfach können. Da muss man auch einfach ausprobieren. Und das ist auch super, dass du es für dich entdeckt hast, dass du dir schwer tust. Und es gibt, dann nimmst du dir einfach die Hilfe mit Metronom und dann kann man sich auf alle Fälle sicher noch besser, aufmerksamer zuhören und dann auch korrigieren. Und ja, wirklich, wirklich alles super tolle Tipps. Dankeschön. Es ist schwer, das einzugrenzen. Aber wenn du jetzt, angenommen, du könntest deinen Schülern nur 3 Tipps mitgeben. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste fürs Klavierspielen? Du meinst jetzt im Hinblick auf Üben oder aufs Spielen? Ja. Aufs Üben, okay. Also wie gesagt, das mit Metronom hilft mir sehr. Man kann es mit oder ohne Metronom zu machen, einfach langsames Tempo und dann steigern, weil man da eigentlich, also ich persönlich, die größte Effektivität habe. Man kann sich über Dynamik klar machen, man kann sich über Artikulation Gedanken machen, man kann jetzt beim Klavier das Pedal noch mit einbeziehen. Und natürlich auch im Hinblick aufs Auswendiglernen, je langsamer man das spielen kann, desto
schwieriger wird. Und wenn man es da auswendig spielen kann, dann kann man es auch im Schnellen auswendig spielen. Deswegen, also ich finde dieses langsame Spielen und das Metronom zu steigern, finde ich persönlich mitunter das Allerwichtigste, was ich eigentlich, egal was für ein Stück ich spiele, eigentlich immer mache. Als zweites, jetzt im Hinblick auf Klavier, die linke Hand ist wahnsinnig unterschätzt. Das fällt mir auch immer selber auf. Man macht sich immer Gedanken über die Melodie. Die wird man auch nie vergessen eigentlich. Also kann schon auch passieren, aber sehr, 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 sehr selten. Und was man immer vergisst, ist die linke Hand oder auch die Mittelstimmen. Aber deswegen, ich versuche sehr viel die linke Hand auch zu üben. Sowohl technisch, dass man auch wirklich alles trifft, weil das kann man auch sehr gut mit Pedal alles kaschieren. Aber dass man eben alles trifft, dass man auch wirklich das auswendig sehr gut kann und dass man auch wirklich weiß, dass es eine eigene Stimme, auch wenn es eine Begleitstimme ist, dass es eine eigene Sache ist. Das finde ich auch ganz wichtig. Oh, und das Dritte ist, sich eine eigene Meinung zu bilden über was man will. Und ich finde, je mehr Meinungen man von außen hört, desto besser ist es. Aber es funktioniert, das habe ich auch selber irgendwann gemerkt, es funktioniert nicht, wenn ich jetzt heute bei dem Unterricht habe, dass ich jetzt das, was er mir vorschlägt, 1:1 so umsetze. Morgen habe ich aber beim anderen mit einem gleichen Stück Unterricht, dann muss ich dem seine Sachen umzusetzen. Es geht vielleicht bei 2 Lehrern, aber spätestens wenn man noch mit irgendjemand anderem was macht, dann geht's nicht. Und selbst wenn man das kopiert, was der Lehrer sagt, ist es ja vielleicht auch nicht die eigene Meinung ab und zu. Das ist schwierig, das sich als Lehrer einzugestehen, definitiv. Habe ich auch meine Erfahrungen damit in meinem Unterricht gehabt. Aber ich finde, das Wichtigste für den Schüler ist einfach, dass man von allen Sachen, die man hört, egal ob es jetzt mit Aufnahmen ist, egal ob es jetzt bei Kursen ist oder in einem richtigen Unterricht ist oder auch von Kommilitonen oder Mitschülern zum Beispiel hört. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man seine eigene Meinung bildet, wie man das Stück spielen kann und vor allem, dass man das auch begründen kann, warum man es so spielt. Weil ich persönlich finde, wenn man was spielt, was ich jetzt persönlich nicht schön finde, wenn du es mir aber begründen kannst, warum du das so spielst und vor allem richtig begründen kannst, dann respektiere ich es und verstehe es auch, warum du es machst, würde trotzdem sagen, dass es vielleicht nicht meine Interpretation wäre. Das ist ja das Spannende Musik. Eben, ja. Ein Klavierkonzert von 10 Pianisten klingt anders. Richtig, ja. Ja, aber das Wichtigste, das sehe ich auch selbst in der Hochschule. Man läuft in den Übezimmern, in den Übezellen, wie man es so schön nennt, läuft man so vorbei und du hörst die Leute einfach von vorne bis hinten immer durchspielen, ohne Plan und einfach nur das machen, was der Lehrer sagt und eigentlich gar nicht wissen, was du wirklich tust. Und es ist ja nicht reproduzieren, was man ja tun sollte, sondern interpretieren. Und das finde ich, also egal, wo man ist, in Meisterkursen, ob es jetzt in der Musikschule ist, ob es in der Hochschule ist oder auch auf den Konzertbühnen. Also es gibt auch einige große Musiker, die keine wirkliche Meinung irgendwie vermitteln können. Das finde ich das Wichtigste. Vielen Dank. Wirklich, wirklich toll zusammengefasst und ich glaube, das ist sehr wertvoll. Maximilian, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wir gehen beide jetzt gleich üben dann noch. Du hast noch ganz viel zu tun. Deshalb bedanke ich mich jetzt für die Zeit, die du dir genommen hast. Und sehr gerne. An dieser Stelle, denke ich, hast du so viel Wertvolles und tolle Tipps schon mitgegeben. Also nochmal zurückgehen, sich die Sachen anschauen, was der Maximilian gesagt hat. Und auch wenn es nur eine Sache ist, die du erwähnt hast jetzt in unserem Gespräch, also dann kann es schon wirklich viel, viel, viel helfen und auch einfach dann ausprobieren. Und ja, auf alle Fälle folgt Maximilian auf seinem Instagram-Account. Also wenn ihr Inspiration sucht, Motivation, schaut doch mal bei ihm vorbei. Ich verlinke dann auch unten alles. Findet ihr die ganzen Links, auch zu deiner Website. Du bist schon am meisten auf Instagram unterwegs. Da finden dich... Ja, also von Social-Media-Seiten bin ich am meisten auf Instagram unterwegs. Ja. Und deine neue CD, wann kommt die raus? Ist die schon draußen? Gute Frage, die sollte eigentlich Mitte Dezember erschienen sein.
Aber durch die ganzen Lockdowns und die jeweils verlängerten Lockdowns ist das alles so sehr im Stocken. Es sollte jetzt rein theoretisch Anfang Februar hoffentlich rauskommen. Also es ist alles fertig. Wir warten nur noch auf den Druck, also das Pressen der CD nennt man das. Darauf warten wir jetzt noch und das steht leider nicht in unserer Macht. Und wo bekommt man dann die CD? Die kann man mir schreiben und dann kann ich das schicken oder dem Label schreiben, Bella Musica. Okay. Und jeden Vertrieb, da wissen wir leider auch selber gar keine Details, da können wir gar nicht mitsprechen. Für den Vertrieb übernimmt das Label, aber natürlich Spotify und Co. und wie sie alle heißen, Apple Music, da kann man es natürlich auch hören. Okay. Und ja. Du wirst es wahrscheinlich auch noch auf deiner Website dann posten. Also genau. Ich verlinke schon mal, was ich finden kann. Und falls du im Nachhinein noch irgendeinen Link mir senden kannst, aktuell, wo man es bekommt, dann tue ich das später dann noch hinzufügen in ein paar Wochen. Und dann freuen wir uns auf deine CD. Konzerte sind auf deiner Website, falls sie dann wieder stattfinden. Ne? Aber bis dahin wünschen wir dir erstmal sehr, sehr, sehr viel Erfolg für deinen Masterabschluss. Ich bin sicher, dass du ein fantastisches Konzert machen wirst. Danke dir, Maximilian. Ich bedanke mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und alles Gute.